Wir befinden uns in Kolumbiens Süden, auf der letzten Straße vor dem Amazonas-Regenwald. Als wir in San José del Guaviare ankamen, waren es vor allem negative Gefühle, die unsere Gefühlslage bestimmt haben. Eine Stadt, die in der Vergangenheit vor allem durch schreckliche Ereignisse auffiel und nicht durch die vielen einzigartigen Landschaften, die man hier findet. Wir brauchten Zeit, um uns zurechtzufinden, die Menschen kennenzulernen und die Geschichte dieses Ortes zu verstehen. Verlassen tun wir die Stadt jedoch mit positiven Gefühlen, einzigartigen Erlebnissen und letztendlich haben wir in dieser Stadt eine Möglichkeit gefunden, unsere weitere Reise zum schönsten Fluss der Welt fortzufahren. Eine Reise durch den tiefen Dschungel Kolumbiens auf einer Straße, die nicht einmal in Google Maps eingezeichnet ist. So, wir haben es endlich geschafft. Wir haben ein Unternehmen gefunden, das uns nach La Macarena bringt. Also, vamos con los cristales. Vamos, Carnes Cristales. Hat Laura super gut gemacht. Laura ist Spanisch professionell jetzt schon. Und auf geht's, La Macarena. Das Abenteuer kann beginnen, oder Laura? Ja. Buenos dias. Buenos dias. La Macarena, sí. Pronto para diferença. Fazemos paradas en el camino para comer. Donde gusten, ¿Sí? paramos. Bueno que me digan dónde. ¿Son los dos? No. No. No hay más. Más. Laura, Gott sei Dank sitzen wir vorne und nicht hier hinten drin, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber okay. Es wird auf jeden Fall eine spaßige Fahrt. Guckt euch an, diese riesigen Trucks. Ich denke mal, es wird keine normale Straße sein. Nee. Guck mal, wir haben hier sogar zwei Steuerknüppel. Einen kleinen, einen großen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tem cinto de segurança aqui atrás. Tem o cinto, mas não tem a segurança. Ou seja, a segurança é Deus, né? Então bora. Orlando y eu. Orlando Giraldo. Vamos! Jetzt heißt es 10 Stunden lang auf diesem Weg hier fahren. Un mirador. Mirador? De arriba. Mirador? Kleines Sportevent hier, Fußballplatz, kleine Stadt hier auf dem Weg. Jetzt machen wir eine kleine Pause, gucken mal, was hier abgeht. Ah, Volleyball wird hier gespielt. Bem interessante. Da hinten wird Fußball gespielt. Hola. Buenos dias. Und hier ist Laura. Und wie war die Busfahrt bisher? Oder beziehungsweise die Jeepfahrt? Até então tá tranquilo, né? Tá de Tranquilo. boa. Acho que o problema mesmo é se chover. Aí fica puxado. Mas até agora. Como tá de ontem. boa. Ontem foi puxado. Die spielen da Volleyball. 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 So viele Kinder. Ja. Unser Jeepfahrer hat uns gerade Wasser gegeben. Und das Witzige ist, das Wasser ist hier in Tüten. Also trinkt man das so, wie Laura es gerade macht. 2022. Wie Wassereis, ne? Aham. Muy bien. Tudo certo? Tudo tranquilo aqui? Tudo certo? Tudo correcto aqui? Sí, está Sí, bien. está bien? Está bien. Ciudad Picaloco. Kleiner Zwischenhalt, neues Dorf. Also hier auf der Straße, wo wir lang fahren, gibt es sehr, sehr viele kleine Dörfer. Da kann man sich immer was zu essen oder zu trinken kaufen oder halt auf Toilette gehen. Unser Fahrer hat uns gerade erzählt, dass es hier sogar in dieser Ecke irgendwo Jaguars gibt. Mal schauen, vielleicht finden wir noch heute welche auf unserer Reise. Häuser könnte auch so ein Feriencamp sein, ne? Sieht gut aus. Wir befinden
uns in einem kleinen Dorf. Höchstgeschwindigkeit bei der Ein- und Ausfahrt 20 km/h. Strafe 1 Million kolumbianische Pesos, was für Kolumbianer eine verdammt hohe Strafe ist. Das war nicht das erste Mal, dass ich diese Plakate realisiert habe, aber es war das erste Mal, dass ich sie filmte. Zu dem Zeitpunkt war ich mir noch nicht sicher, ob es sich um Guerilla-Plakate handelt. Heute bin ich schlauer, denn man sieht auf dem Plakat das Zeichen der FARC-Guerillas. Auf dem Plakat geschrieben steht: Die richtige Kombination aller Formen des Kampfes in der Arbeiter- und Bauerngewerkschaft ist der Schlüssel zum Erfolg der Aufständischen. Kommen denn die ganzen Kühe her? Wir haben gerade Auslauf, die Kühe, Laura. Da ist der Stall. Spätestens nach diesem Plakat war ich mir sicher, es sind Guerilla-Plakate, denn wie man auf dem Plakat sieht, posieren mehrere Männer mit Waffen. Kleiner Zwischenstopp hier in einer kleinen Stadt zum Essen. Also, ich glaube, was der Mann uns gesagt hat in Ciudad Bolívar ist nicht ganz so unwahr. Hier sind überall Plakate von Guerilla-Kommandanten und auch ein Plakat von dem jetzigen Präsidenten Gustavo Petro. Von daher glaube ich schon, dass das hier Guerilla-Gebiet ist. Also sind wir mal lieber ganz vorsichtig hier. Back. Just go here and in the back. There's people. Pollo, como arroz y frijoles, Suppe. E wie mandioca. immer. Tem Mandioca? mandioca. Sim? Tem Oh mandioca. ja, stimmt. Mandioca auch. Unser Lunch hier in der Stadt. ¿Cómo se dice ese pueblo? Cachicamo. 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 Eine andere Art Hostel hier, wo wir gerade sind in der Stadt. Laura ist gerade auf Toilette. Da war ich auch gerade. Hier. Und gleich geht unsere Fahrt weiter. Hm? Wieso, gefällt dir nicht die Toilette? Gibt's sogar was zum Händewaschen. Meu Deus. As cidades são tão warm, tu schwitzt. Rio. Wiegt, ne? Ja, Stark. ja. Hier läuft das Wasser. Ist echt groß. Mhm. Aber warum diese Farbe? Weil er halt dreckig ist. Weil was? Dreckig. Was ist dreckig? Sujo. Ist not sujo. The Amazonas ist sem Wasser. Auch Sujo. It's not sujo. It's because of the earth. Because there's Vamos, Laura. too much barro. So, weiter geht's. Das ist das letzte Dorf vor unserer Ankunft in La Macarena. E calor da porra. Nossa senhora. Sie. Sol de 40 graus. Weiter geht's. Nach diesem Plakat war ich mir dann auch sicher, um welche Guerillagruppe es sich handelt. FARC-EP. Abkürzung für Spanisch: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército de Pueblo. Zu Deutsch: Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens, Volksarmee. Die FARC-EP ist eine linke bzw. sozialrevolutionäre Guerillabewegung in den Bürgerkriegen Kolumbiens. Und es fängt an zu regnen. Jetzt kann der Spaß beginnen. Hier die Straße ist mehr hässlich, weil hier gibt es keine Städte mehr. Deswegen wird es jetzt mehr spaßig.
como Lewis Hamilton. Como Lewis Hamilton y Michael Schumacher. ¿Tú conoces Lewis Hamilton? No. Fórmula 1. ¿No? Ah, ya, todo terreno. Sí. Un rally intento. Rally, sí. Rally. Lassen wir erstmal die Kühe vorbeiziehen. Ganz entspannt hier warten. Und schauen, wie die Kühe hier an uns vorbeifahren. Cheers. Und jetzt geht's weiter. Wir sind fast angekommen, aber schaut mal, was da auf uns wartet. Alles okay, Laura? Ja, ich hab Hunger. Oh, hast du den Blitz gesehen? Hast du den Blitz gesehen? Wir haben gerade leider ein fettes Schlagloch mitgenommen, was unser Fahrer nicht gesehen hat, und wir sind ein bisschen durch die Decke geflogen. Und da hinten hat jetzt gerade die Frau geschrien. Ich hoffe, es ist nichts passiert. ¿Todo bien? Bien. Bien? Sí, pero es mejor mirar. No mirar. Ah, sí. Unser Fahrer macht jetzt unseren Jeep nochmal sicher gegen den Regen, der uns gleich erwartet. Ist schon da. Ja, ist schon da, aber noch nicht ganz. Das Gute ist, wir sind schon fast angekommen, Laura. Also weit ist es nicht mehr. Ja. Aber wir fahren auch mitten ins Gewitter jetzt. Das ist so schnell. Ja. Die beneide ich auch nicht jetzt. Ja, Você queria promoção? agora sim. A bateria? Wir sind angekommen in La Macarena. Endlich. Nach 8 Stunden Abenteuerfahrt durch den Dschungel hier in Kolumbien sind wir endlich angekommen. Ja, und jetzt wartet das nächste Abenteuer auf uns. Wir müssen ein Hotel finden. Ja, Aber mal durch schauen. den Regen. Durch den Regen. Wird bestimmt Können wir spaßig. Also, hier wird das Video beendet, weil jetzt heißt es Fokus aufs Hotel. Bis dann. Ciao. Que passa, Dominique? Gerade alles top geklappt. Kriegen wir die Nachricht, dass unser Flug von hier, La Macarena, nach Medellin gecancelt wurde. In 3 Tagen. Und Ach, der war fuck. gut und günstig. Und jetzt sind wir... Ja. Scheiße, Alter, was machen wir jetzt?